ziemlich geil. Aber wenigstens haben wir Fops. Also Brot. Erheblich Eis. Da hängen Ziegen im Baum. Wir fahren aus Marrakesch wieder los. Alles Mögliche ist passiert. Wir haben einen Jahreswechsel gehabt. Wir haben ihn auch gefeiert, aber auch betrauert. Mein Handy ist weg. Es wurde mutwillig geklaut. Wenn die mir Geld geklaut hätten, mein Gott, davon kann ich mich easy trennen. Aber auf dem Handy sind viele Erinnerungen und Arbeit und was weiß ich was alles. Mein Fahrrad ist am Arsch, das hatten wir ja mitbekommen. Ich war jetzt gerade zum ersten Mal mit voller Ladung damit. Im Moment kommt richtig viel Scheiße zusammen. Also nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich ein bisschen pessimistisch bin. Das wird sich wieder geben, da bin ich mir sicher. Ich habe ja auch keine Lust, nur rumzuschmollen, aber es ist einfach noch zu frisch und zu akut, als dass ich jetzt groß Spaß an allem haben kann. Wir haben jetzt heute schon knappe 60 Kilometer und es ist irgendwie nichts hier. Wir fahren jetzt hier die Strecke Marrakesch Richtung Essaouira und es gibt nichts. Es ist einfach nichts. In allen Richtungen. Nicht mal Landwirtschaft, gar nichts. Einfach nur braune Einöde, flach, jede Menge Verkehr, arschlaut und viel Dreck in der Luft. Das Gefühl, missbraucht worden zu sein, lässt langsam nach. Mit jedem Kilometer. Wir haben heute irgendwas 77 gemacht oder sowas. Und jetzt an so einem Restaurant gefragt, ob wir im Garten schlafen dürfen. Ja, kein Problem, sucht euch einen Platz aus. Das ist cool, das ist leider zu uneben für ein Zelt, deswegen machen wir heute wieder Hängematte. 4 Grad hat es jetzt im Moment, das heißt heute Nacht wahrscheinlich um die 0. Und absolut grauenhafter Tau, mit dem wir nicht gerechnet haben hier. Deswegen sind die Schlafsäcke jetzt nass. Müssen wir gucken, dass wir da möglichst früh an den Ort kommen, wo schön die Sonne scheint, dass sie noch trocknen, bevor wir wieder ins Bett gehen. Das ist ziemlich geil. Aber wenigstens haben wir Fops. Also Brot und Olivenöl. Und es ist noch warm und es dampft. Also wir sind noch lange nicht in Essaouira, falls sich das jemand fragt. Sind dann tropfnass heute Morgen aufgestanden. Unsere ganzen Sachen wurden ja, eingeweiht. War halt schön der Tau da, total nebelig und ungefähr bis um 11:30, glaube ich, hat man auch gar nichts mehr gesehen. Also, ab 1 hat es angefangen leicht aufzuklaren. Ab um 2 war dann Sicht. Wir sind jetzt ungefähr 50 Kilometer vor Essaouira. Haben hier angehalten, haben einen netten Bauern gefragt, ob wir hier so unser Zelt aufschlagen können. Ich so, ja klar, sucht euch einen Platz aus. Der nette Der Bauer Rashid. ist der Rashid. Für den haben wir jetzt auch nochmal eine Ration mitgekocht. Mhm. Weil wir gesehen haben, dass er gar keine Frau hat und gar keine Kinder. Und haben uns gedacht, er arbeitet hier den ganzen Tag und wir sind eher am Essen kochen, also geben wir ihm was ab. Ja, Außerdem ist ja eh toll, dass wir hier schlafen dürfen. Ja, und morgen fahren wir dann weiter und dann erreichen wir auch schon Essaouira. Ja. Das ist Eis. Mhm. Erheblich Eis. Alles glitzert. Guck. Wir sind wieder on the road. Bei fiesen 4 Grad. Das ist schön gewesen. Sonnenaufgang vor seiner Steinhütte. Er schenkt den dampfenden Tee ein und überall Nebel. ja, überall Nebel, toll. Und dann mit ihm morgens noch den Tee getrunken.
Dann sind wir los. Da hängen Ziegen im Baum. Das ist der Scheiß. Wie auf der Postkarte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Stück. Cool. Ah, da geht's. Tun die echt in den Baum stellen? Ja, tatsächlich. Alter, was geht denn? Ich dachte schon, die klettern da hoch. Die stellen die einfach in den Baum. Was ist denn das für eine Verarsche? Vielleicht gab es mal Ziegen, die wirklich in den Baum geklettert sind, aus Grund von Hunger und so, weil es nichts gab. Aber das, was ich gerade gesehen habe, war ein Typ, der seine Ziege genommen hat. Er hat ihr mit dem Stock eine gegeben und hat sie dann auf den Baum gesetzt. Irgendwo da vorne muss es näher sein. Angeblich noch 20 Kilometer oder sowas. Das ist ja das Tolle. Es geht immer runter, 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 rauf. Runter, runter, rauf. Willi weiß es wieder nicht. So wie in Holland auch. Aber da ist das Meer. Wow. Zum zweiten Mal mit dem Fahrrad ans Meer. Wer das erste Mal nicht gesehen hat, oben rechts. Oh mein Gott, der erste Supermarkt, den wir je sehen. Der Wahnsinn. Hey, Suira. Ich bin ja mehr der Bergtyp. Da waren wir am Strand entlang gefahren. Hat uns jetzt nicht so begeistert, dass wir da unten auch gleich schlafen wollen. Es ist sauwindig. Wahrscheinlich ist es im Sommer schöner. Deswegen sind wir jetzt wieder hoch. Haben hier eine ganz schöne Ecke. Mit Sonne. Und hier unten haben wir unser Nest. Lassen wir den Abend ausklingen bei ein bisschen Tee und einem hammergeilen Sonnenuntergang da hinten. Sieht schon echt richtig gut aus. Man kann zugucken, wirklich im Sekundentakt, wie sie verschwindet. Schwupp. Hallihallo und ein herzliches Moin Moin an alle Durchgeknallten. Mit einer neuen Ausgabe von Minis Märchenstunde. Wir fahren jetzt weiter. Hoch geht's. Wieder fröhliche Sandschieber rein. Aber diesmal geht's bergab, nicht so wie in Meresuga. Wer das noch nicht gesehen hat, schaut euch mal den Meresuga-Teil an.
Da haben wir auch fies geschoben. Viel schlimmer als hier. So, da unten ist die Straße und da geht es dann rechts. Immer weiter den Berg hoch, bis wir wieder in dieser kleinen Querstraße sind, der wir dann folgen, die Küste entlang. Bis Safi und von Safi weiter nach Casablanca. Das sind ungefähr 300. Und jetzt geht's links nach Safi. Hoffentlich finden wir noch irgendwo ein bisschen Brot. Leider nichts mehr zu essen. Der ist den ganzen Tag hier gefahren. Von da drüben. Da hat ein Konvoi angehalten. Unglaublich cool und die nehmen uns mit. Jetzt sind wir hier. Ist krass. Ich fahr LKW. Das gibt's gar nicht, ey. Guckt euch das an. Ja, vorne schlafen wir. You like our work? Become a patron and get your hands on exclusive patron-only content. Now on patreon.com/vagabondsworld.